In unserem vorherigen Video unserer SD-WAN-Erklärserie haben wir uns angesehen, was eine SD-WAN ist und warum SD-WAN so schnell von Kunden angenommen wurde. In diesem Abschnitt werde ich die Diskussion auf einem etwas detaillierteren, aber dennoch technischen Niveau halten und erklären, wie ein SD-WAN funktioniert. Es gibt eine Vielzahl von SD-WAN-Angeboten auf dem Markt, was die Sache für Sie sehr verwirrend machen kann. Und es gibt ebenso eine Reihe verschiedener SD-WAN-Architekturen, von denen nicht jede dasselbe leistet. Wie funktioniert also prinzipiell ein SD-WAN? Zunächst einmal verwendet ein SD-WAN im Gegensatz zu hardwarebasierten, gerätezentrierten WANs, die auf herkömmlichen Routern basieren, eine Software, um den Datenverkehr intelligenter über das WAN zu leiten. Anstatt den Datenverkehr auf der Grundlage von TCP/IP-Adressen und Zugriffskontrolllisten zu leiten, ist ein SD-WAN anwendungsorientiert. Der Datenverkehr kann damit viel intelligenter abgewickelt werden, um die für Ihr Unternehmen erforderliche Priorisierung, Servicequalität und Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem sind herkömmliche Router oft aus spezieller Hardware gebaut, während die meisten SD-WAN-Implementierungen auf Standard-Hardware, in der Regel x86-basierte Plattformen basieren, sowie auf virtuellen Instanzen, auf Servern mit Industriestandard und sogar in öffentlichen Cloud-Diensten wie AWS, Azure oder Google Cloud laufen. Wir werden in einem späteren Video dieser Serie noch über die Ausweitung von SD-WAN auf öffentliche Clouds sprechen. Eine SD-WAN-Architektur entkoppelt oder trennt logisch die Anwendungen sowie die Kontroll- und Managementfunktionen von den WAN-Transportdiensten wie MPLS, Breitbandinternet, LTE und sogar Satellit- oder Funkstrecken. In der SDN-Sprache wird dies als Trennung der Steuerungs- oder Verwaltungsebene von der Datenweiterleitungsebene genannt. Hier unterscheiden sich einige der Architekturen. Daher verzeihen Sie mir, wenn ich nicht immer allgemeingültig sein kann. Manche Lösungen virtualisieren alle WAN-Services und behandeln sie als einen einzigen Ressourcenpool. Es werden dann virtuelle WAN-Overlays erstellt, die Business Intent Overlays genannt werden, und Anforderungen an Servicequalität und Sicherheitsrichtlinien für verschiedene Gruppen von Anwendungen sicherstellen. So können wir beispielsweise ein Business Intent Overlay für Echtzeitanwendungen wie Voice, Videokonferenzen, Callcenter-Anwendungen und vielleicht sogar ein Aktienkursfeed für eine Bank, bei dem die Aktualität der Informationen natürlich entscheidend ist, bestimmen. Diesem Echtzeit-Overlay würden wir alle Anwendungen zuordnen, die mit hoher Qualität und geringer Latenz ohne Verzögerung geliefert werden müssen. Ein weiteres Overlay könnten wir für Anwendungen designen, die am Point of Sale Kreditkarteninformationen verarbeiten. Dieses Overlay wird zum Beispiel geschaffen, um den kritischen Datenverkehr zu isolieren, damit ein Unternehmen seine Compliance-Anforderungen sicher erfüllen kann. Andere Overlays wiederum könnten erstellt werden, um Apps mit unterschiedlicher Priorität, unterschiedlicher Quality of Service oder unterschiedlichen Sicherheitsrichtlinien zu liefern. Das SD-WAN leitet den Datenverkehr dann immer anhand der festgelegten Regeln bzw. Overlays an sein Ziel und verwendet die geeignete Kombination von WAN-Transportressourcen für die jeweilige Anwendung. Natürlich überwacht es diese Transportdienste auch kontinuierlich auf Durchsatz, Packetverlust, Latenz und Jitter und passt die Handhabung des Datenverkehrs automatisch an, um sicherzustellen, dass alle Anwendungen performant laufen und eine gute Quality of Experience geliefert wird. Zwei weitere wichtige Merkmale eines SD-WANs sind die zentralisierte Orchestrierung und Zero-Touch Provisioning.
Durch die Zentralisierung der Konfiguration sowie der Richtlinien für Anwendungsleistung und Sicherheit können Unternehmen ihre Warenbetriebskosten erheblich senken. Und mit Zero-Touch-Provisioning werden Konfigurationen und Richtlinien einmal programmiert und dann 10, 100 oder sogar 1000 Zweigstellen übertragen, ohne dass jedes Gerät manuell angepasst werden muss. Damit entfällt die Notwendigkeit, jedes Mal IT-Mitarbeiter zu verschiedenen Zweigstellen zu schicken, wenn eine neue Anwendung hinzugefügt oder eine Richtlinie geändert wird. Es werden so auch menschliche Fehler reduziert, was zu konsistenterer Performance im gesamten Unternehmen führt. Dieser intelligentere, softwarebasierte Ansatz für den Aufbau einer Wide Area Network Infrastruktur verbessert die Qualität der User Experience für Benutzer und IT-Mitarbeiter. Er verbessert die Produktivität und Flexibilität des Unternehmens, senkt Waren-, Transport- und IT-Verwaltungskosten. Wir sehen uns bald in unserem nächsten Beitrag und vergessen Sie bis dahin nicht, ob überhaupt oder welche der zahlreichen SD-WAN-Lösungen im Markt, der noch viel zahlreicheren Anbieter, für Ihr Unternehmen geeignet sind, wissen wir bei SafeCall ganz genau und stehen Ihnen mit anbieterneutralem und zahlreichem Projekt- und Praxiswissen zur Verfügung. Sprechen wir per Chat, Online-Meeting, Mail oder Telefon. Oder nutzen Sie jetzt unseren Online-Check. Wir sind gerne für Sie da.